Mein Name ist Sandra. Ich bin 34 Jahre alt und vor kurzem hat sich mein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Ich hätte mir niemals vorstellen können, jemals in so eine furchtbare Situation zu geraten. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass der Mann, den ich fast 8 Jahre lang von ganzem Herzen geliebt habe, mich so tief verraten würde. Lass mich dir erzählen, was genau passiert ist. Meine Geschichte beginnt im Alter von 26 Jahren. Damals lernte ich Kader an der Universität kennen. Wir sahen uns jeden Tag in den Vorlesungen, schauten uns an und fingen an, nach den Kursen gemeinsam Kaffee zu trinken und stundenlang zu reden. Wir haben uns schnell verliebt und Schritt für Schritt ein Leben aufgebaut, voller Träume, Pläne und mit viel Lachen. Er war gut aussehend, intelligent und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Wenn er über die Zukunft sprach, leuchteten seine Augen. Und ich habe ihm jedes Wort geglaubt. Wir hatten beide nicht viel Geld, wohnten in einer kleinen Studentenwohnung und teilten uns oft einen einfachen Kaffee. Aber wir hatten einen Plan. Gemeinsam wollten wir eine bessere Zukunft aufbauen. Nach ein paar Jahren war für uns beide klar: wir gehören zusammen. Wir haben uns entschieden zu heiraten. Es war eine kleine Hochzeit, ohne großen Prunk oder teure Dekoration, aber voller Liebe und echtem Glück. Schon bald kam unser Sohn Malik auf die Welt. Mit ihm war unser kleines Zuhause perfekt. Auch unsere Familien verstanden sich wunderbar. Alles schien harmonisch und sicher. Kader nutzte jede kleine Pause, um kurz nach Hause zu kommen. Wir waren ein starkes Team. Aber jemand musste für Malik da sein. Deshalb habe ich mein Jurastudium pausiert und mich voll auf unser Zuhause konzentriert. In seiner Firma machte Kader schnell Fortschritte und stieg auf. Ich war stolz auf ihn und zufrieden mit unserem Leben. Aber für Kader war es nie genug. Wenn wir abends zusammensaßen, sprach er fast nur noch über Geld und Erfolg und wie sein Chef am Wochenende ins Ausland reiste. Er erzählte mir von seinen Kollegen mit ihren teuren Autos und von seinem Chef, der jedes Wochenende spontan ins Ausland flog. Seine Blicke veränderten sich. Er wollte unbedingt auch zu dieser Welt gehören. Er wollte unbedingt zu dieser Kategorie von erfolgreichen Menschen gehören. Naiv wie ich war, habe ich ihn sogar noch unterstützt und ihm gesagt, dass er stolz auf sich sein kann. Eines Abends stand Kader plötzlich mit einem großen Strauß roter Rosen in der Tür. Das war sehr ungewöhnlich, denn solche Gesten gab es bei uns schon lange nicht mehr. Der Duft der Blumen erfüllte das ganze Zimmer. Er lächelte mich an und sagte, dass seine Firma am kommenden Freitag einen großen, eleganten Empfang veranstaltet. Er schaute mich an und sagte, dass ich ihn unbedingt begleiten müsse. Sein oberster Chef wollte nämlich die Ehefrauen der Mitarbeiter kennenlernen. Ich war aufgeregt und freute mich riesig darauf, endlich seine Welt zu entdecken. An diesem Abend machte ich mich besonders schick. Ich zog mein schönstes rotes Seidenkleid an und steckte meine Haare hoch. Als Kader mich vor dem Spiegel sah, blieb er für einen Moment stehen. Er lächelte, nahm meine Hand und flüsterte: »Heute Abend wirst du mich zum Strahlen bringen.« Dieser Satz ging mir den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf. Als wir vor dem luxuriösen Hotel ausstiegen, war ich von den vielen Lichtern und der eleganten Musik fast überwältigt. Drinnen stellte mich Kader sofort seinem Chef vor, einem Mann namens Clement. Er war groß, trug einen teuren Anzug und verhielt sich wie ein echter Gentleman. Doch als er mich begrüßte, hatte er ein seltsames Lächeln im Gesicht, wie ein Raubtier, das seine Beute beobachtet.
Ich spürte sofort ein unangenehmes Gefühl im Bauch. Clement schaute mich von oben bis unten an und sagte: Kader hat mir gar nicht erzählt, dass er so eine wunderschöne Frau hat. Seine Worte klangen wie ein zweideutiges Kompliment. Den ganzen Abend wich er kaum von meiner Seite. Während Kader mit anderen Kollegen redete, stellte Clement mir sehr persönliche Fragen über meine Ehe, meine Träume und meine Zukunft. Er lachte viel zu laut über meine Witze, hielt sein Glas ganz nah an meines und berührte immer wieder wie zufällig meine Hand. Ich fühlte mich von Minute zu Minute unwohler. Kader hat das alles gesehen. Aber jedes Mal, wenn sich unsere Blicke trafen, schaute er schnell weg und tat so, als wäre nichts gewesen. Er hat mich einfach mit Clement allein gelassen. Auf dem Heimweg herrschte Schweigen im Auto. Kader starrte nur auf die Straße. Seine Hände lagen fest auf dem Lenkrad und er war völlig verschlossen. Als ich das Eis brechen wollte und ihn auf Clements Verhalten ansprach, wischte er meine Sorgen einfach weg. Er lachte kurz und meinte, Clement sei eben ein offener, freundlicher Mensch und man dürfe das nicht zu ernst nehmen. Am Ende versuchte ich, die Sache zu vergessen. Ich redete mir ein, dass ich nur übertrieben hatte und Clement einfach ein netter Chef war, der Kaders Arbeit schätzte. Ich wollte unsere schöne Stimmung nicht kaputt machen. Doch nur eine Woche später kam Kader mit einer überraschenden Nachricht nach Hause. Seine Firma schickte ihn für eine Fortbildung an die Elfenbeinküste. Seine Augen leuchteten, als er mir davon erzählte. Es war das allererste Mal, dass er beruflich ins Ausland reisen durfte. Ein riesiger Schritt für seine Karriere. Ich blieb alleine mit unserem kleinen Sohn zurück. Die Wohnung war ganz still. Am Abend des zweiten Tages, gegen 21 Uhr, lag Malik endlich in seinem Bett und schlief friedlich. Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich war überrascht, denn wir erwarteten niemanden. Als ich öffnete, stand Clement vor mir. In der Hand eine Flasche teuren Rotwein. Er schaute mich mit demselben seltsamen Lächeln an wie auf dem Empfang und sagte ruhig: Kader weiß Bescheid, dass ich hier bin. Er trat ganz selbstverständlich ein, als würde ihm das Haus gehören. Im Wohnzimmer sagte Clement zu mir: Sandra, lass dich einfach darauf ein. Kader ist ein intelligenter Mann, der Erfolg haben will. Ich stand da, völlig erstarrt. Da sah Clement mich an, nahm die Weinflasche und sagte mit ruhiger, fast sanfter Stimme: Sandra, mach es dir nicht so schwer. Lass dich einfach darauf ein. Kader ist ein kluger Mann. Er weiß genau, was er tut und wie man Karriere macht. Wenn du dich nur ein einziges Mal darauf einlässt, wird das euer ganzes Leben verändern, flüsterte er. Kader weiß genau, was gut für ihn ist. Dann stand er auf, kam immer näher und versuchte, mich festzuhalten. Er wollte mich gegen meinen Willen an sich ziehen. In seinen Augen gab es kein Nein. Ich kämpfte mit ganzer Kraft gegen ihn an und schrie so laut ich konnte. Mein Schrei hallte durch die ganze Wohnung. Clement bekam Panik. Er hatte große Angst vor einem Skandal, ließ mich schlagartig los und verließ überstürzt das Haus. Nach dem Lärm war die Stille im Raum kaum zu ertragen. Ich brach auf dem Sofa zusammen und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die ganze Nacht saß ich stumm im Wohnzimmer, während mir klar wurde, in was für eine furchtbare Geschichte ich geraten war. Ich hielt die Ungewissheit und den Schmerz nicht mehr aus. Mit zitternden Händen nahm ich mein Telefon und rief Kader an. Ich erzählte ihm alles, dass sein Chef bei uns war, was er versucht hatte
und dass er behauptete, Kader wisse Bescheid. Am anderen Ende der Leitung entstand ein langes, kaltes Schweigen. Ich hörte nur seinen Atem. Dann antwortete Kader mit einer ganz fremden, eiskalten Stimme. »Sandra, mach es einfach. Du hast noch nie wirklich etwas für diese Familie geopfert.« »Ich arbeite mir jeden Tag die Seele aus dem Leib für uns«, sagte er ganz ohne Reue. »Tu es einfach ein einziges Mal für meine Karriere. Einmal bedeutet doch nichts.« Mir blieb der Atem weg. Ich drückte auf den roten Knopf am Telefon und ließ es einfach auf den Teppich fallen. Mein ganzer Körper bebte vor Ekel. Ich rannte ins Badezimmer und musste mich sofort übergeben. Seine Worte hatten mich innerlich komplett zerstört. Ich ging ins Badezimmer und stieg unter die Dusche. Das heiße Wasser lief stundenlang über meinen Körper, während ich mir die Seele aus dem Leib weinte. Ich wollte diesen Schmutz und seine Worte einfach abwaschen. Als Kader ein paar Tage später von seiner Reise zurückkehrte, herrschte eine eisige Stille zwischen uns. Er schaute mir nicht mehr in die Augen und sprach das Thema nie wieder an. 3 Monate lang habe ich geschwiegen. Jeden Tag setzte ich ein falsches Lächeln auf und tat so, als wäre alles in Ordnung, nur damit mein kleiner Sohn in Sicherheit und Ruhe aufwachsen konnte. Ich war bereit, die Situation zu akzeptieren und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aber eines Tages, als Kadre im Badezimmer war, hatte er sein Handy im Wohnzimmer auf dem Tisch gelassen. Ich war neugierig, weil ich eine Benachrichtigung von seinem Chef gesehen habe. Ich habe beschlossen, ihre Nachrichten zu durchsuchen. Und da, auf dem Bildschirm, las ich Kaders Worte, schwarz auf weiß. »Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird es am Ende tun.« In diesem exakten Moment blieb mir das Herz stehen. Mir wurde klar, das war kein einmaliger Fehler, kein Ausrutscher. Es war ein kalter, berechneter Plan. Und ich war nur das Opfer, das er für seine Beförderung opfern wollte. Ich verlor keine Sekunde mehr. Mit zitternden Händen packte ich eine Tasche, nahm meinen Sohn an der Hand und floh zu einer Cousine. Dort brach ich zusammen und erzählte ihr unter Tränen die ganze Wahrheit. Ein paar Tage später, an einem leisen Morgen in der Küche, stand mein kleiner Sohn plötzlich neben mir. Während ich das Frühstück zubereitete, liefen mir die Tränen übers Gesicht. Er schaute mich mit seinen großen Augen an und fragte ganz leise: »Mama, warum weinst du?« In diesem Augenblick wurde mir klar, wenn ich jetzt nicht stark bin, bringe ich meinem Sohn bei, dass so eine toxische Liebe normal ist. Ich musste einfach weg. Für meinen Sohn und für mich selbst. Ich brauchte einen Neuanfang, ganz weit weg von Kader und seinen Lügen. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und erzählte beiden Familien die reine Wahrheit über das, was passiert war. Alle waren schockiert. Doch Kader hatte nicht einmal den Mut, sich zu verteidigen. Er weigerte sich komplett, vor den Familien zu erscheinen und Verantwortung zu übernehmen. Meine Familie unterstützte mich, aber seine Familie und unser Umfeld zweifelten an mir. Manche gingen sogar so weit zu sagen, ich habe Glück gehabt, weil er mich nicht körperlich geschlagen habe, völlig unwissend über die seelische Gewalt, die ich erlitten hatte. Kader kam uns nie holen. Sie hatten keine Ahnung von den unsichtbaren Wunden und der seelischen Gewalt, die ich erlitten hatte. Kader rief mich zwar ab und zu an, aber nur, um mich zur Rückkehr zu überreden. Er sagte, dass er alles bereue. Doch kein einziges Mal bat er um Entschuldigung
für das, was er meinem Körper und meiner Würde antun wollte. Am Ende bekam er die gerechte Strafe. Weil das verlangte Opfer nie gebracht wurde, warf ihn die Firma kurzerhand hinaus. Heute habe ich dieses schwere Kapitel für immer hinter mir gelassen. Ich lebe jetzt nur noch für mich und meinen geliebten Sohn, und ich werde mich nie wieder für jemanden aufopfern. Ich habe gelernt, Liebe ohne Respekt ist wie ein langsames Gift. Ein Zuhause zu verlassen, in dem die eigene Würde mit Füßen getreten wird, war die beste und wichtigste Entscheidung meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst niemals, eure eigene Würde und euer Selbstwert stehen immer an erster Stelle. Lasst nicht zu, dass jemand eure Grenzen überschreitet oder eure Liebe ausnutzt. Ihr seid es wert, geachtet und ehrlich geliebt zu werden. Wenn euch dieses Video berührt hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare und abonniert den Kanal für mehr Geschichten. Bis zum nächsten Mal.